Was ist der Unterschied zwischen dem Aktiv und dem Passiv? In dem heutigen Video erkläre ich dir, was das Passiv eigentlich ist, wo genau da der Unterschied zum Aktiv liegt, wie du es bildest und welche unterschiedlichen Arten des Passivs es in der deutschen Sprache und Grammatik gibt. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um das Passiv. Genauer gesagt um den Unterschied zwischen einem Aktivsatz und einem Passivsatz. Ich werde dir erklären, was genau ein Passivsatz ist, wo der Fokus in einem Passivsatz liegt und wie du einen Passivsatz bilden kannst. Also, im Passiv ist immer eines ganz wichtig, nämlich die Frage, was passiert. In einem Passivsatz spielt immer die Handlung die Hauptrolle. Der Unterschied hier zum Aktiv ist, im Aktiv ist die wichtigste Information immer, wer ist die handelnde Person oder worüber oder über wen sprechen wir hier eigentlich. Im Passiv ist die handelnde Person entweder unbekannt oder einfach nicht wichtig. Es geht immer nur darum, was passiert, was wird passieren oder was ist passiert. Anhand von ein paar Beispielen zeige ich dir das jetzt nochmal ganz genau und dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. So, hier die 3 Beispiele für das Passiv. Die Suppe wird gekocht, die Frau wird fotografiert und das Haus wird gebaut. Bei all diesen 3 Sätzen geht es hier um die Handlung, also was passiert, was wird gemacht. Damit du den Unterschied zwischen einem Aktivsatz und dem Passivsatz verstehst, schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal ganz exakt im Vergleich an. Als erstes ein Aktivsatz. Im Aktivsatz ist immer die Person, also die etwas tut, also das Subjekt, wichtig. Zum Beispiel, Frau Meier kocht eine Suppe. Hier ist die Hauptfrage, wer kocht die Suppe? Genau das steht auch im Mittelpunkt. Die handelnde Person steht im Mittelpunkt und es geht dementsprechend darum, wer diese Handlung ausführt. Im Passiv steht die Handlung selbst im Vordergrund, also die Suppe wird gekocht. Hier ist die Hauptfrage, was passiert. Es ist also nicht wichtig oder sogar unbekannt, wer die Suppe kocht, denn das ist einfach komplett egal in einem Passivsatz, denn es geht wirklich nur darum, was passiert hier in dieser Situation. Falls die handelnde Person aber trotzdem genannt werden soll, geht das in einem Passivsatz natürlich auch. Aber das musst du dann mit der Präposition von plus dem Dativ machen. Also hier, die Suppe wird von dem Koch gekocht oder auch die Suppe wird von Frau Meier gekocht. Das ist möglich, ist auch 100% korrekt, wird auch so gemacht, aber es weiterhin steht im Mittelpunkt, dass es hier darum geht, dass eine Suppe gekocht wird. Dass die natürlich von einem Koch oder von Frau Meier gekocht wird, ja, das ist hier eine zusätzliche Information. Das steht hier nicht im Mittelpunkt. Es geht wirklich darum, hauptsächlich, dass hier etwas passiert. Es geht um die Handlung. Und in der deutschen Grammatik oder in der deutschen Sprache gibt es grundsätzlich 2 verschiedene Arten vom Passiv. Und das ist einmal das Vorgangspassiv und das Zustandspassiv. Und im Vorgangspassiv, das ist genau das, was ich eigentlich gerade schon beschrieben habe, da geht es um die Handlung, also was passiert, genau das ist wichtig. Und die handelnde Person ist unwichtig und unbekannt. Wenn man ganz allgemein vom Passiv spricht, spricht man immer von diesem Passiv. Es gibt aber noch ein zweites Passiv, das ist das sogenannte Zustandspassiv. Und mit dem Zustandspassiv beschreibst du einen Zustand nach
einer Handlung. Zu diesen einzelnen unterschiedlichen Typen des Passivs habe ich noch einzelne Videos erstellt, in denen ich dir das ganz genau erkläre. Morgen um 17 Uhr findest du da schon das erste hier in meinem Kanal. Vergiss also nicht, meinen Kanal zu abonnieren und falls du das Video erst später anschaust, findest du hier auch oben rechts in der Ecke die Playlist, in der ich dir all meine Videos zum Passiv verlinkt habe, dass du zum Passivexperten wirst. Wenn du heute wieder viel gelernt hast und dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht, hier ein Like dazulassen, und wenn du mich vielleicht auch finanziell unterstützen möchtest, dann schau einfach mal auf shop.easy-deutsch.de vorbei. Dort findest du all meine E-Books und Premium Online-Kurse. Wenn du da einen kaufst, unterstützt du mich und meinen Kanal und einfach meine Arbeit, damit ich dir hier weiterhin diese kostenlosen Videos anbieten kann, um wirklich allen beweisen zu können, deutsche Grammatik ist wirklich nicht schwer.